Willkommen zu dieser Vorlesung über die Leber. Mein Name ist Sina Bartfeld und ich bin Professorin für medizinische Biotechnologie an der Technischen Universität Berlin. In dieser Vorlesung behandeln wir die Themen Anatomie und Histologie der Leber, dann Physiologie, Pathologien und verschiedene wichtige Anwendungen im Bereich der Biomedizin, natürlich in Bezug auf die Leber. Wir beginnen mit der Anatomie. Wir orientieren uns hier mal grob im Bauchraum. Hier ist die Speiseröhre und sie mündet hier im Magen. Der bohnenförmige Magen endet hier mit dem Pylorus, dem Magenpförtner, und geht dann in den Dünndarm, der wieder in den Dickdarm übergeht. Hier, der große Dickdarm. Genau. In dieser künstlerischen Darstellung hier ist die Leber hier oben im rechten Oberbauch und darunter ist so ein Hohlraum dargestellt, ein leerer Raum zwischen dem unteren Rand der Leber und der kleinen Kurvatur des Magens. Aber dieser Raum existiert in Wirklichkeit eigentlich nicht. In Wirklichkeit überlagert nämlich die Leber die kleine Kurvatur und auch Teile des Zwölffingerdarms. Und die Leber steht dabei mit dem Magen und dem Zwölffingerdarm direkt in Kontakt. Hier hinten, hinter dem Magen gezeichnet, ist noch das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Und das Köpfchen vom Pankreas liegt hier man nennt das duodenale C, also hier kommt es aus dem Magen raus, hier ist der Magenpförtner und da fängt der Dünndarm an. Der Anfang des Dünndarms ist eben der Zwölffingerdarm oder eben auch Duodenum und in dem duodenalen C liegt das Köpfchen des Pankreas. Gut, und dann ist hier noch die Gallenblase und die ist auch in direkten Kontakt mit der Leber. Und ihr seht auch, dass die Leber hier ein sehr, sehr großes Organ ist. Ja? Die normale Leber eines Erwachsenen wiegt etwa 1400 bis 1600 Gramm. So, das schauen wir uns jetzt mal genauer an in der Zeichnung. Die Leber ist in 4 Lappen eingeteilt. Zeichnen Sie mal. So, das hier ist so der charakteristische Lappen, den man kennt, der große rechts oder auch auf Latein dann Lobus dexter. Dann haben wir hier noch den linken Lappen, der linke Lappen, also der rechte Lappen und der linke Lappen. Der linke Lappen ist dann auf Latein der Lobus sinister. Dann, wenn wir die Leber einmal umdrehen, also von der anderen Seite her malen, einfach umgedreht, dann haben wir hier hinten noch 2 kleinere Lappen, nämlich einmal den quadratischen Lappen, Latein dann der Lobus quadraticus, und einmal dann hier oben hier lang einmal den geschwänzten Lappen. Der geschwänzte Lappen. So. Genau, der heißt dann auf Latein der Lobus caudatus. So, das kann man natürlich auch noch feiner einteilen, und zwar in 8 Segmente. Das ist vor allem wichtig für die Chirurgen, denn diese 8 Segmente, die sind jeweils eigene Einheiten von ihren Blutgefäßen her, und jedes dieser 8 Segmente kann einzeln entfernt werden, operativ entfernt werden, ohne dass die Funktion der anderen Segmente dabei beeinträchtigt wird. So, jetzt gucken wir uns das mal mit den Blutgefäßen genauer an. Wir bleiben bei dieser Ansicht von hinten und wir lassen jetzt unsere Blutgefäße reinkommen. Und zwar, die Leber hat 2 wichtige zuführende Gefäße. Das eine, wir malen es hier in Blau, ist die Pfortader. Auf Englisch ist es die Portal Vein, und daran hört man, dass es eine Vene ist. Venen, das sind, die werden ja mal typischerweise blau gemalt, weil sie sauerstoffarmes Blut haben. Dann kommt noch ein zweites Gefäß rein, was sich in der Leber auch parallel mit den Gefäßen der Pfortader weiter ausbreitet oder verzweigt, und das ist eben die Leberarterie.
Die Leberarterie ist dann eben eine Arterie mit sauerstoffreichem Blut. Und dann auch noch in der Leber parallel mit diesen Blutgefäßen geht noch ein weiterer Gang, der aber kein Blut transportiert, sondern die Galle. Das ist dann der Gallengang. Der läuft in der Leber parallel so und mündet dann außerhalb der Leber hier in so einem schönen kleinen Sack und das ist die Gallenblase. So, innerhalb der Leber verlaufen eben die Äste der Pfortader, Leberarterien und Gallengänge parallel in diesen Pfortaderkanälen. So, wo Blut reinkommt, muss natürlich Blut auch wieder rauskommen. Und das Blut wird wieder abtransportiert, hier auch wieder durch natürlich viele Verzweigungen und hier oben abtransportiert durch die Hohlvene. So. Ja, warum hat sich jetzt der Körper die Mühe gemacht, hier 2 Blutgefäße zur Leber zu führen? Das liegt an der Aufgabe der Leber. Und die Leber ist ein Organ, das alles, was wir oral aufnehmen, also über den Mund in den Magen-Darm-Trakt, dann verstoffwechselt. Also alles Blut, das durch unsere Verdauungsgefäße fließt und dort irgendwas aufnimmt, fließt dann als erstes durch die Leber. Und zwar hier über die Pfortader. Die Pfortader bringt also Blut mit Nährstoffen aus Magen und Darm, mit Abbauprodukten der Milz und Hormonen auch vom Pankreas zur Leber. Und das ist viel Blut, und zwar etwa 1200 Milliliter pro Minute. Also über 1 Liter, das ist echt viel, ja, pro Minute. Das sind etwa 75% des Leberblutflusses. Genau. Das kostet natürlich sehr viel Energie. Und da das Blut ja hier vom Magen-Darm-Trakt kommt, wurde dort schon dem Blut viel Sauerstoff entzogen. Es ist also sauerstoffarm. Es ist hier schon eine Vene. Ja, bringt sauerstoffarmes Blut. Wir haben hier also sauerstoffarmes Blut. Aber es kostet eben diese ganze Verstoffwechslung in der Leber, kostet natürlich viel Energie. Die Leber braucht Energie und Sauerstoff. Und deswegen hat sie eben diesen zweiten Blutfluss durch die Leberarterie. Die Leberarterie bringt eben sauerstoffreiches Blut von der Lunge. So, und dabei bringt die etwa 400 Milliliter pro Minute. So, und was reinkommt, muss natürlich wieder rauskommen. Das geht dann alles durch die Hohlvene, was dann 1600 Milliliter pro Minute sind. Genau. So, das sind 1,6 Liter. Kann man mal überlegen, wie viel Blut hat ein erwachsener Mensch. Und das schätzt man, das variiert natürlich mit dem Körpergewicht, aber wenn wir so einen Standardmensch von 70 Kilo nehmen, der hat etwa 5 bis 6 Liter Blut. Und diese Menge, 5 bis 6 Liter, kann auch so ein Standardherz pro Minute pumpen. Bei Anstrengung kann das natürlich mehr werden, dann sind das bis zu 20 und bei richtig gut trainierten Sportlern kann das natürlich auch noch mehr werden. Aber also das variiert natürlich mit dem Zustand des Herzens. Aber so ein Standardherz schafft so 5 bis 6 Liter pro Minute. Also wenn wir jetzt wissen, 5 bis 6 Liter pro Minute, und die Leber kriegt 1,6 Liter pro Minute, dann sehen wir, dass etwa so ungefähr 25% des Herzzeitvolumens durch die Leber fließt. Das ist unheimlich viel Blut, was da ständig durch unsere Leber gepumpt wird. Scheint also wahnsinnig wichtig zu sein. So, wo geht das Blut nun genau hin? Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar schauen wir uns dafür mal die kleinste Organisationseinheit der Leber an. Das ist der Leberlobulus. Der Leberlobulus ist in der Mehrzahl, sagt man Leberlobuli übrigens, auf Deutsch sind das dann die Leberläppchen. Und der Leberlobulus ist so ein kleiner, sechseckiger Zylinder.
so ungefähr 1 bis 2 Millimeter groß im Durchschnitt. So, an den Ecken haben wir jetzt natürlich unsere wichtigen Blutgefäße, die da reinkommen, nämlich natürlich die Leberarterie in Rot, ja, und die Pfortader in Blau und den Gallengang in Grün. Ich beschrifte sie jetzt nicht nochmal neu, weil das habt ihr ja schon hier unten. Ja? Diese Blutgefäße, die kommen also von den großen Eingängen zu jeder kleinsten Einheit und werden von dort weiter verteilt. In den Leberlobuli gehen jetzt dann zum Beispiel von hier auch so ein bisschen seitlich, verteilen sich, aber dann gehen sie eben vor allem rein. Von jedem diesen Abzweigungen gehen die Gefäße rein durch diesen Leberlobulus und eben nicht nur von der Pfortader, sondern, wie vorhin auch, schön immer parallel nebeneinander, miteinander. So. Und die gehen dann rein hier ins Zentrum und fließen dort alle zusammen in ein zentrales Auffanggefäß und das heißt die Zentralvene. Der Blutfluss ist also hier in Richtung der Zentralvene. Die Gefäße münden da alle in der Zentralvene. Der Fluss der Galle ist in die andere Richtung, da sind die schon so und gehen dann aber eben in die Richtung, in die andere Richtung zum Gallengang hin. Ja, das heißt, die Gallengänge gehen entgegengesetzt in die andere Richtung. Die Galle fließt also durch die Gallengänge ab. Okay. So, und innerhalb, jetzt haben wir ja eben schon gesagt, so ein Leberlobulus ist recht klein, nämlich 1 bis 2 Millimeter. Ist so ein kleiner Zylinder, ja, also ein dreidimensionales Gebilde, so ein kleiner Zylinder. Und in diesem Durchschnitt von 1 bis 2 Millimeter, da passiert jetzt wirklich diese ganze Verstoffwechselung, die eben für die Leber bekannt ist. So. Jedes dieser Läppchen kann jetzt auch noch natürlich, weil alles immer noch weiter unterteilt werden kann, jedes dieser Läppchen kann jetzt hier noch weiter unterteilt werden. Wir zerschneiden den mal durch einen Kuchen in so 6 Acini. So, wir malen hier mal einen Acinus an in 6 Acini. Ein Acinus, 6 Acini. Genau. Und da wir ja wissen, die Leberarterie bringt das sauerstoffreiche Blut hier in Rot und da das von hier reinkommt, aber die Hepatozyten, also die Zellen der Leber, zu denen kommen wir gleich noch in Ruhe, aber da das eben hier auf diesem Weg, die Hepatozyten benutzen ja den Sauerstoff, der von der Leberarterie gebracht wird und deswegen entsteht ein Sauerstoffgefälle. Man sagt dazu dann auch eine Zonierung. Und zwar hat man das in drei Zonen eingeteilt. Hier ist Zone 1, hier ist Zone 2 und hier ist Zone 3. Und die Zone 1, die ist natürlich am sauerstoffreichsten. Ja? Zone 1, man sagt dazu auch periportal, weil sich hier diese Triade aus Gallengang, Pfortader und Leberarterie nennt man das Portalfeld. Das Portalfeld. So, und die Zone 1 ist periportal und da ist der Sauerstoff hoch. So, die Zone 3 nennt man perizentral. Und der Sauerstoff ist hier niedrig. Und die Zone 4
die Zone 2 ist dazwischen. Genau. So, wenn wir jetzt mal durch Weg hier durchschneiden. Ah ja, genau, wir haben diese Wege ja noch gar nicht benannt. Die Wege haben natürlich auch noch einen ganz wichtigen Namen, nämlich diese Wege, in denen hier die Blutgefäße zusammengehen, die heißen Sinusoid. Sinusoid. Und jetzt schneiden wir mal so ein Sinusoid durch und schauen uns das auch noch mal genauer an. So, hier sitzen die Hepatozyten und die Hepatozyten sind Epithelzellen. So, und die haben hier so eine charakteristische Form. Kubisches Epithel. Hepatozyt. So, und dieser Hepatozyt, der hat, damit sie schön dicht aneinander sitzen, haben sie hier auch wieder ausgebildet, wie das so üblich ist bei Epithelien, die Tight Junctions. Die Tight Junctions, die zwischen den Zellen bilden dichte Diffusionsbarrieren und Diffusionsbarrieren gegenüber diesem kleinen Gang hier, ja, der sich da gebildet hat. Dieser kleine Gang, was macht der? In diesem kleinen Gang hier, da wird die Galle gesammelt. Das hier sind also sozusagen die Mini-Gallengänge, und die Mini-Gallengänge, die nennen wir einen Gallencanalicculus. So. Und hier wird eben die Galle gesammelt, die von den Hepatozyten gebildet wird. Das heißt, die Hepatozyten bilden das und geben das in diese Gallencanaliculi ab. Von den Gallencanaliculi werden sie dann in die größeren Gallengänge geleitet. So, diese Seite vom Gallecanalicculus, die nennen wir die apikale Seite. Weil sozusagen nach außen hin zugewandt, naja, außen, das ist hier schon schwer zu erklären, denn so richtig außen ist der Gallecanalicculus ja auch nicht, aber der führt quasi raus aus der Leber. Naja, man merke sich, diese Seite ist die apikale Seite der Zellen. Die entsprechend basolaterale Seite ist dann die andere Seite, hat also zwei basolaterale Seiten, die nicht dem Gallecanalicculus zugewandt sind, sondern dem Sinusoid. So, genau. Jetzt brauchen wir natürlich unser Sinusoid, und das Sinusoid ist ja ein Blutgefäß, und die Blutgefäße sind von Endothelzellen ausgekleidet. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus den anderen Vorlesungen. So, die Endothelzellen malen wir hier mal so als längliche Zellen mit einem kleinen Zellkern. So, und die müssen ja jetzt aber irgendwie die Blutbestandteile vom Sinusoid zu den Hepatozyten lassen. Und dafür haben die so größere Poren, die nennt man Fenestrae, und die Zellen sind fenestriert, sind also quasi löchrig, richtig große Poren sind da drin. So, wie groß sind die? So ungefähr 100 Nanometer, können aber auch
etwas größer, also bis zu 300, 400 Nanometer. Das ist schon recht groß. Dadurch dringen Flüssigkeit und Stoffe, also insgesamt Plasma, in den Raum. So, und zwar hier ist das Blut auch mit Zellen, was da durchgeht. Und jetzt können davon nur die flüssigen Bestandteile in diesen Raum zwischen den Endothelzellen und den Hepatozyten übertreten. So, und weil das dann da irgendwie wieder ein anderer Raum ist, hat man dem natürlich auch wieder einen anderen Namen gegeben. Und dieser Raum dort heißt der Décès-Raum. Das ist der Décès-Raum. So, und hier unten im Rot haben wir unser Sinusoid mit dem Blutfluss. Und in den Décès-Raum rein geht das Plasma. Okay. So, und jetzt, wo wir das Plasma da haben, jetzt kann auch dieser Hepatozyt über Endozytose Stoffen aufnehmen und über Exozytose Stoffe abgeben. Ja, das machen die Hepatozyten die ganze Zeit. Ja, Blutfluss kommt rein, wird durch die fenestrierten Endothelzellen in den Décès-Raum gedrückt und aus dem Décès-Raum nehmen die Hepatozyten durch Endozytose Stoffe auf, verstoffwechseln sie und geben sie durch Exozytose wieder ab. So, ein paar wenige Zellen brauchen wir jetzt noch. Und zwar ist das eine, sind natürlich da, wo viel hin und her ausgetauscht wird und wo Blutfluss ist, brauchen wir immer auch Immunzellen. Und ganz wichtige Immunzellen sind hier, wir malen sie hier mal ins Sinusoid rein. Das sind die Kupferzellen. So, und Achtung, ich verschreibe mich hier nicht. Die Kupferzellen haben nichts mit dem Stoff Kupfer zu tun, sondern mit dem Herrn Kupfer und den schreibt man mit Doppel-F. Und die Kupferzellen sind Makrophagen. Es gibt noch eine zweite wichtige Immunzellpopulation und das sind die Pit-Zellen, die sind etwas kleiner als Makrophagen, denn das sind NK-Zellen, gehören also zu den Lymphozyten. So, das sind die Pit-Zellen und NK-Zellen, das waren die natürlichen Killerzellen. Die natürlichen Killerzellen, die sind wichtig in der Abwehr gegen zum Beispiel Krebszellen und auch Virusbefall. Gut, jetzt haben wir es uns so langsam erzeichnet. Jetzt schauen wir uns das nochmal in professionellen Zeichnungen an. Wie sieht das jetzt auf diesen professionellen Zeichnungen aus? Wir haben hier nochmal die Leber gezeichnet, hier vorne den rechten, den Lobus dexter, dann hier den linken Lobus sinister, den umgedreht hier den quadratischen Lobus quadratus und den geschwänzten Lobus caudatus. Hier im nächsten sehen wir die Blutgefäße. Einmal die Pfortader, hier unten in Blau, da in Blau und die Leberarterie hier in Rot und der Gallengang hier in Grün. So, durch die Hohlvene hier oben in Blau wird dann das Blut abtransportiert. Die Pfortader bringt das Blut von den Organen mit all den Stoffen, die verarbeitet werden sollen, also niedrige Sauerstoffkonzentration, aber hohe Nährstoffkonzentration. Die Leberarterie kommt von der Lunge und versorgt das Leber mit Sauerstoff, also hohe Sauerstoffkonzentration, wenig Nährstoffe. Zentralvene transportiert alles wieder ab und etwa 25% des Herzzeitvolumens fließt durch die Leber. Hier haben wir den Leberlobulus. Die Leber besteht aus etwa 1 bis 1,5 Millionen Leberlobuli, also eine wahnsinnig große Menge, ist etwa 1 bis 2 Millimeter groß, sechseckig und an den 6 Ecken liegt jeweils das Portalfeld. Das Portalfeld
enthält dann die Pfortader, Leberarterie und Gallengang und die englischen Begriffe sind entsprechend dann Portal Vein, Hepatic Artery und Bile Duct. Und von dort fließt das Blut dann durch die Sinusoide und genau entlang der Hepatozyten. Und die Zellen sind dann hier in Reihen oder Platten angeordnet. Und das wurde hier so dargestellt, als würden sie so aufgereiht sein wie auf einer Perlenschnur. Die abfließende Vene hier liegt in der Mitte. Das ist genau und wird hier dann Zentralvene genannt. Und in der Leber produzierte Galle strömt dann dem Blutfluss entgegen. Wir sehen hier dann auch nochmal die Zonierung und den Acinus. Genau. In der Histologie ist das jetzt nicht ganz so einfach zu sehen wie in der Grafik, das erkennt man schon, aber vielleicht könnt ihr so ungefähr erkennen, also das ist ein echter menschlicher Lobulus in der Histologie und ihr könnt hier vielleicht diese Portalfelder an den Ecken entdecken. Hier oben ist einer, der schwarze Pfeil hier markiert den Blutfluss und der grüne Pfeil markiert den Gallenfluss. Hier ist nochmal eine andere Grafik, in der diese Flüsse veranschaulicht werden. Hier unser Leberläppchen mit 6 Acini. Und die beiden zuführenden Gefäße, sauerstoffreich in Rot und sauerstoffarm in Blau. Und das Blut strömt dann in diesen Sinusoiden an den Zellen der Leber vorbei. Und die Galle strömt dann in die andere Richtung. Und hier seht ihr auch schön diese Galle canaliculi, wo die Galle gesammelt wird, in diesen Zwischenräumen zwischen den Zellen. Die Zellen sind natürlich die Hepatozyten. So, und dann wird die Galle eben hier gesammelt und abtransportiert. Die Hepatozyten sind die parenchymalen Zellen. Und als Parenchym bezeichnet man das organspezifische Gewebe. Hier nochmal die Zeichnung mit den Hepatozyten. Der Galle canaliculus hier und hier und die fenestrierten Endothelzellen hier unten, auch mit den Kupferzellen und den Pittzellen. Ah ja, genau. Eine Zelle haben wir noch vergessen vorhin bei unserer Zeichnung. Das ist die Sternzelle da oben, die ist auch in diesem Dessert-Raum. Die verschiedenen Zelltypen schauen wir uns gleich aber nochmal ganz im Detail an. Gut, die verschiedenen Zelltypen. Die Hepatozyten. Die Hepatozyten machen etwa 80% des Lebervolumens aus, was so circa 60-70% der Zellzahl ausmacht. Das sind einfach besonders große Zellen, daher mehr Masse. Ja? So eine Zelle hier oben, habe ich euch ein Histologiebild rausgesucht. Eine so eine Zelle ist etwa 25 bis 30 Mikrometer im Durchmesser. So als Benchmark kann man sich mal so generell merken, dass ein Zellkern ungefähr 10 Mikrometer Durchmesser hat. Was machen die Hepatozyten? Die haben verschiedene wichtige Aufgaben, das wofür die Leber bekannt ist, nämlich den Metabolismus. Sie bilden, speichern und wandeln Stoffe aus dem Blut um. Und sie produzieren eben auch die Galle. Die zweite Population der Zellen in der Leber sind die Kupferzellen. Die machen etwa 15% der Leberzellen aus. Das sind große Makrophagen. Und weil die Leber so ein großes Organ ist und recht viele Makrophagen da drin sind, sind diese Kupferzellen tatsächlich die größte Population von Makrophagen im Körper. Hier ist eine Färbung. Ihr seht hier diese braune Färbung, die zwischen den Hepatozyten durch ist. Und das sind die Kupferzellen. Sie sitzen in den Sinusoiden. Und wie alle Makrophagen haben sie die Aufgabe, sie nehmen Antigene auf und präsentieren sie dann anderen Immunzellen. Man nennt sie daher antigenpräsentierende Zellen. Die sinusoidalen Endothelzellen bilden die Wand der Sinusoide. Die Fenestrae sind etwa 100 Nanometer groß, können aber auch bis 300 Nanometer groß sein. Diese porenartige Fenestrierung erlaubt den Austausch der Plasmabestandteile. Die Cholangiozyten machen etwa 2-5% der Leberzellmasse aus und die bilden die Gallengänge. Ja?
Die haben wir, genau, hier oben, nämlich diesen Pointer hier, genau, da haben wir hier die Gallengänge hier, Bile Ducts. Und ihr seht, dass die von speziellen Zellen umgeben sind. Das sind diese Cholangiozyten. Und in diesen Gallengängen werden ja die Gallensäuren zur Galle transportiert. Dann haben wir die Sternzellen, die ich eben in der Zeichnung unterschlagen hatte. Aber dafür haben wir hier noch diese schönen Grafiken. Hier unten ist eine Sternzelle dargestellt. Und die Sternzellen, die heißen auch Ithozellen, Englisch auch Hepatic Stellate Cells. Und die speichern Fett. Und ganz wichtig, mit der Fettspeicherung können sie auch Vitamin A speichern. Und diese Speichertropfen in den Zellen nennt man Oleosom. Wenn die Sternzellen durch Zytokine aktiviert werden, verlieren sie dann diese Vitamin-A-Tropfen und transformieren zu kontraktilen Myofibroblasten. Und diese Myofibroblasten, ihr kennt vielleicht schon das Wort Fibroblasten, die sekretieren dann extrazelluläre Matrix. Und das ist ganz wichtig bei einem pathogenen Prozess, den wir später noch sehen, nämlich die Fibrose. Dann gibt es noch die PIT-Zellen. Das sind leberspezifische natürliche Killerzellen und die haben so charakteristisch große Granula. In diesen Granula sind Perforin und Proteasen gespeichert. Und die sind wichtig dann in der Beseitigung von Tumorzellen und bei der Virusabwehr. Wie ihr vielleicht schon aus der Stammzellvorlesung wisst, die Leber ist ein Organ, das sich extrem gut regenerieren kann. Hier ist ein Bild von Prometheus aus der griechischen Mythologie. Nachdem Prometheus, er war ein Titan, nachdem er den Menschen das Feuer gebracht hatte, wurde er zur Strafe von Zeus an einen Berg gekettet, wo täglich ein Adler vorbeikam und seine Leber fraß, die sich dann aber immer bis zum nächsten Tag wieder regeneriert hat. Und tatsächlich kann die Leber sich selbst nach einer Resektion von 90% wiederherstellen. Das wird erreicht durch die Proliferation von Hepatozyten. Hepatozyten können durch Stimulation mit Zytokinen, wie zum Beispiel Interleukin 6, das von Kupferzellen produziert wird, jetzt wisst ihr auch, was Kupferzellen sind, das waren die Makrophagen, also durch dieses IL-6 von Makrophagen geprimed werden. Dadurch gehen sie im Zellzyklus von der G0-Phase zur G1-Phase. Dann in der zweiten Phase hier, da stimulieren dann Wachstumsfaktoren wie HGF und TGF-Alpha und EGF, die von vielen weiteren Zelltypen produziert werden, die geprimten Hepatozyten dann zu proliferieren. Nochmal zur Erinnerung, waren das hier Stammzellen? Sind Hepatozyten Stammzellen? Nein, natürlich nicht. Aber warum? Sie stellen nur sich selbst wieder her, aber eben keine anderen Zellen. Und Stammzellen haben zwei charakteristische Eigenschaften. Sie können einerseits sich selbst wieder erneuern und andererseits auch andere Zelltypen herstellen, mindestens einen weiteren Zelltyp. Sie haben also eine Potenz, andere Zelltypen herzustellen. Gut, Hepatozyten sind eigentlich ruhende Zellen und dieser Wiedereintritt in den Zellzyklus ist eine ganz besondere Eigenschaft von Hepatozyten. Auch die Cholangiozyten der Leber haben ein hohes Potenzial für Regeneration. Cholangiozyten, das waren die Gallegefäße auskleiden. Damit sind wir auch schon bei den Key Concepts von diesem Abschnitt. Die Leber ist eines der größten und schwersten Organe und die kleinste Funktionseinheit ist der Leberlobulus. Etwa 25% des Blutzeitvolumens geht durch die Leber und auf diesen halben bis 1 Millimeter Distanz zwischen diesem Portalfeld und der Zentralvene erfüllen die Hepatozyten der Leber ihre Funktion. Ja, das ist ein sehr kleiner Raum. Und die verschiedenen Zelltypen sind Hepatozyten, sinusodale Endothelzellen, Cholangiozyten, Kupferzellen, Ithozellen, die auch Sternzellen heißen und auch die PIT-Zellen. Die Leber hat eine bemerkenswerte regenerative Kapazität und kann bis zu 90% des Gewebes wiederherstellen.
Im zweiten Teil der Vorlesung beschäftigen wir uns jetzt mit den Funktionen der Leber. Wir teilen die Funktionen erstmal grob ein. Erstmal in Speicherung, zum Beispiel die Speicherung des Zuckers. Das Fett wird zum Beispiel in Form von Lipoproteinen gespeichert und wir hatten es vorhin auch schon, dass dann einige Vitamine auch in den Fetttropfen mitgespeichert werden, zum Beispiel Vitamin A, ne? Auch Mineralstoffe werden gespeichert und natürlich auch Blut selber, ne? Das Fassungsvermögen von so einer Standardleber ist etwa 500 Milliliter Blut, also ein halber Liter. Das ist etwa das Zehntel des gesamten Blutvolumens des Körpers. Der zweite große Funktionsbereich ist die Synthese, zum Beispiel die Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose. Aber die Leber stellt zum Beispiel auch Cholesterin her und auch die Galle. Und die Gallensalze sind dabei eine Ableitung vom Cholesterin. Und die dritte Hauptfunktion ist Entgiftung und Verstoffwechselung. Das ist ja das, was man eigentlich von der Leber so kennt. Zum Beispiel von Medikamenten oder Alkohol, aber eben auch Abbau von Erythrozyten und Hämoglobin. Und das Abbauprodukt vom Hämoglobin, das ist das Bilirubin, das der Galle diese charakteristische gelbe Farbe gibt. So, das mit dem Zucker schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Eine zentrale Aufgabe der Leber ist es hier, die Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels durch die Speicherung des Zuckers und Gluconeogenese zu gewährleisten. Die Hepatozyten nehmen dann Kohlenhydrate, also Glucose, aus dem Blut auf, das ja hier vom Darm kommt nach einer Mahlzeit und gibt dann die Glucose kontrolliert an den restlichen Körper weiter. Wenn zu viel da ist, wird Glykogen gespeichert. Bei Energiebedarf wird dann Glykogen wieder zu Glucose umgewandelt und abgegeben. Dabei spielt es eine ganz wichtige Rolle, welche Signale die Leber vom Pankreas bekommt. Das Pankreas hier in den Langerhansinseln ist ein Teil des Pankreas hier veranschaulicht. Und hier eben in dieser ersten Phase, die nennt man übrigens die Resorptionsphase, in der Resorptionsphase schüttet das Pankreas, genauer die Langerhansinseln, Insulin aus. Das hängt ab vom Blutzuckerspiegel. Insulin bewirkt dann in der Leber die Umwandlung von Glucose in Glykogen. Sinkt dann der Blutzuckerspiegel, hier sinkt der Blutzuckerspiegel. In dieser zweiten Phase, der Postresorptionsphase, dann wird vom Pankreas, genauer gesagt von den Langerhansinseln, Glucagon, das Hormon Glucagon ausgeschüttet, das dann die Umwandlung vom Speicherstoff Glykogen zu Glucose zurückbewirkt. Und damit wird dann der Blutzuckerspiegel einfach insgesamt konstant gehalten. Proteine werden normalerweise nicht oder nur zu einem sehr geringen Prozentsatz zur Energiegewinnung herangezogen. Wenn es aber nötig ist, können eben auch Aminosäuren zur Gluconeogenese, also zur Neubildung der Glucose, herangezogen werden. Und auch das findet in der Leber statt. Die Leber synthetisiert sehr viel und muss dabei auch gut haushalten. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die Galle. Wie gesagt, die Galle ist wichtig, um Fette zu emulgieren und sie damit verdaubar zu machen. Um 100 Gramm Fett zu emulgieren, sind 20 Gramm Galle nötig. Und das ist eine Menge, vor allem, wenn sie ja danach wieder ausgeschieden wird. Ja? Und um diese wertvolle Ressource Gallensalze nicht zu verschwenden, hat sich ein Kreislauf etabliert. Und zwar nehmen die Zellen hier im Dünndarm, nachdem die Fette ja resorbiert wurden, die Gallensalze einfach wieder auf. Ja? Und dieser Teil im Dünndarm heißt das Ileum. Genau, und zwar werden dabei bis zu 95% der Gallensalze wieder aufgenommen. Und so muss dann die Leber pro Tag nur etwa 0,2
bis 0,6 Gramm überhaupt Gallensäure produzieren. Und dadurch entsteht so ein Gallensäurepool von 2 bis 4 Gramm, die mehrmals zirkulieren. Und dieser Kreislauf, den nennt man den enterohepatischen Kreislauf. Und dieser enterohepatische Kreislauf ist auch für den Gallenfarbstoff Bilirubin, ja, Abbauprodukt vom Hämoglobin, ihr erinnert euch, aber auch für Cholesterin und Vitamin B12 von Bedeutung. Allerdings hier mit geringeren Resorptionsraten. Und hierdurch wird insgesamt eine Erhöhung der Bioverfügbarkeit erreicht. Bioverfügbarkeit heißt einfach, wie verfügbar ist ein Stoff in dem Körper. Ein Effekt mit gegenteiliger Wirkung, nämlich einer deutlichen Erniedrigung der Bioverfügbarkeit, ist der First-Pass-Effekt. Dieser Effekt spielt vor allem in der Pharmakologie eine ganz wichtige Rolle. Der First-Pass-Effekt meint, dass alles, was oral aufgenommen wird, zuerst in die Leber muss und in die Leber passieren muss. Und während dieser ersten Passage wird es auch umgewandelt. Und dieser Stoffwechsel, diese Umwandlung erfolgt in 3 Phasen. In der ersten Phase werden die Medikamente in den Hepatozyten oxidiert, reduziert oder hydrolysiert. Und dabei spielt vor allem das Zytochrom P450 eine Rolle. In der Phase 2 wird es quasi irgendwo dran geheftet. Ne? Die metabolischen Substanzen werden konjugiert mit kleinen Molekülen, zum Beispiel Glutamin oder auch anderen. In der Phase 3 werden dann diese Substanzen eliminiert, also ausgeschieden, entweder in die Galle oder ins Blut, um dann später über die Niere und den Urin dann ausgeschieden zu werden. Und ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel ist hier der Beta-Blocker Metoprolol. Das ist ein Medikament. Und durch diesen First-Pass-Effekt gelangt nur etwa 50% in das Blutsystem. Also er wird oral aufgenommen und nur 50% dessen, was oral aufgenommen wird, gelangt überhaupt ins Blutsystem. Und nun möchte ich euch nochmal daran erinnern, das hier war der Lobulus. 1 bis 2 Millimeter hier im gesamten Durchmesser und hier in diesem einen halben oder 1 Millimeter, da werden 50% eines Wirkstoffes metabolisiert, das ich oral aufgenommen habe. Und das ist jetzt nur von diesem einen Beispielwirkstoff. Stellt euch vor, alles, was wir oral aufnehmen, werden in diesem kleinen Bereich so stark metabolisiert. Das ist eine enorme Leistung der Leber. Eine weitere Leistung, die man gar nicht so wirklich oft mit der Leber verknüpft, aber sie macht es eben auch, ist, dass sie die Leber bis zum 7. Schwangerschaftsmonat noch das Blut des Fetus bildet. Diese Funktion wird später vom Knochenmark übernommen. Kennt man ja auch Blutbildung im Knochenmark, ne, hämatopoietische Stammzellen. Aber am Anfang macht das eben noch die Leber. Das kann unter bestimmten Bedingungen, insbesondere wenn die Funktion im Knochenmark ausfällt, auch wieder aktiviert werden. Wir fassen die Physiologie nochmal zusammen. Die zentralen Aufgaben der Leber sind Speicherung, Synthese und Verstoffwechslung. Der Blutzuckerspiegel wird aufrechterhalten durch die Speicherung von Glykogen, Abgabe von Glucose und auch die Gluconeogenese. Der enterohepatische Kreislauf erhöht die Bioverfügbarkeit, zum Beispiel von Gallensalzen, aber auch Cholesterin und Bilirubin. Der First-Pass-Effekt, Passage, vermindert die Bioverfügbarkeit und ist sehr wichtig in der Dosierung von Medikamenten. Im 3. Teil der Vorlesung besprechen wir jetzt noch die Pathologien, also Krankheiten der Leber. Es gibt sehr viele Lebererkrankungen und wir können uns jetzt hier natürlich auch nur auf einige fokussieren, die besonders wichtig sind. Wir sprechen das in der Leber sehr wichtige Prinzip der Fibrose und Zirrhose. Und dann besprechen wir die Auslöser von Leberfibrose und Zirrhose, nämlich Infektionen, alkoholinduzierte Zirrhose und die nicht-alkoholische Fettleberkrankheit. Dann sprechen wir über die Konsequenzen der Leberzirrhose, nämlich den Ikterus, Leberversagen,
Cholestase und zuletzt sprechen wir auch noch über den Leberkrebs. Wenn das Lebergewebe geschädigt wird, dann kann Leberparenchym durch Bindegewebe ersetzt werden. Das hatten wir vorhin schon angesprochen. In einfachen Worten werden dabei Hepatozyten durch Fibroblasten ersetzt. Das Ganze fängt an, wenn die Eizellen anfangen, mehr extrazelluläre Matrix zu produzieren. Wenn dann Hepatozyten durch Fibroblasten ersetzt werden, dann ist klar, dass damit auch ein Verlust der Funktion natürlich einhergeht, weil ich habe ja die Hepatozyten nicht mehr. In diesem ersten Schritt der Fibrose ist die Architektur der Leberlobuli aber noch erhalten. Wenn dieser Prozess dann aber noch voranschreitet, kommt es zur Zirrhose, die hier sichtbar ist. Dabei ist dann die Architektur der Leberlobuli ernsthaft zerstört. Und bei der Zirrhose ist die Veränderung so stark, dass das Gewebe richtig verhärtet ist. Und ja, man kann sich auch, wenn man das hier so sieht, man kann sich da schon vorstellen, wie so diese, wie so eine Vernarbung des Gewebes. Und durch diese Vernarbung oder Verhärtung schrumpft dann auch das Gewebe. Und das nennt man dann Zirrhose. Die Zirrhose ist dann auch nicht mehr reversibel. Die Fibrose ist an sich noch funktionskräftig und ist auch reversibel. Die Zirrhose ist nicht mehr reversibel. Genau. Die ersten Zellen, die hier die extrazelluläre Matrix anfangen zu produzieren, das sind die Ithozellen oder Sternzellen. Die spielen hier also eine wichtige Rolle bei der Umwandlung des Gewebes. Die Ursache ist aber eigentlich immer eine Schädigung der Leber in irgendeiner Form. Es muss quasi erstmal irgendwas zerstört werden, bevor ja was ersetzt wird. Und als Ursache sprechen wir jetzt über die verschiedenen Faktoren, die hier das Gewebe zerstören können. Nämlich die viralen Infektionen, Alkohol und die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Es gibt verschiedene Viren, die die Leber infizieren können. In der Virusklassifikation schaut man sich ja immer das Genom an. Die sind dann, also ich möchte euch hier nur sagen, wie unterschiedlich diese Viren sind. Hepatitis A ist zum Beispiel ein einzelsträngiges RNA-Virus mit linearem Genom und hat keine Hülle. Hepatitis B ist ein doppelsträngiges DNA-Virus und hat eine Hülle. Hepatitis C ist dann ein einzelsträngiges RNA-Virus mit Hülle. Also es sind einfach wirklich grundlegend verschiedene Viren und gehören zu ganz anderen unterschiedlichen Virusfamilien. Aber ihnen gemein ist, dass sie die Leber infizieren. Hepatitis A wird über den fäkal-oralen Weg übertragen und verursacht eine akute Hepatitis, führt dann aber nicht zu einer chronischen Lebererkrankung, sondern geht dann eben quasi wieder, kann vom Immunsystem bekämpft werden und geht dann wieder vorbei. Hepatitis B wird bei den meisten Infektionen parenteral, also über das Blut oder andere kontaminierte Körperflüssigkeiten übertragen. Es kann dann akute Hepatitis und chronische Hepatitis und dann eben auch die Leberzirrhose verursachen. Bei Hepatitis C ist der Übertragungsweg nicht immer klar, weil die akute Infektion, also die erste Infektion, verläuft fast immer subklinisch, also unbemerkt. In den Fällen, in denen man dann die Übertragung hinterher nachvollziehen kann, kann es zum Beispiel über kontaminiertes Blut sein. Und so ein ganz bekannter Übertragungsweg ist, wenn Drogenkonsumenten in ihrer gemeinsamen Nutzung von Drogenbesteck eben auch Körperflüssigkeiten austauschen. Und dadurch kann eben dann die Hepatitis C übertragen werden. Hepatitis C geht am häufigsten mit einer chronischen Lebererkrankung einher. Das sind 80% oder mehr. Und wie gesagt, die akute Infektion ist fast immer subklinisch. Es gibt heute eine Vielzahl von Medikamenten, die das Virus an verschiedenen Stellen angreifen. Das ist hier auf dem Bild gezeigt. Weltweit leben etwa 58 Millionen Menschen mit Hepatitis C. Das ist also
wirklich ein Riesenproblem. Und es sterben jährlich etwa 400.000 Menschen daran. Die Infektionszahlen sind noch höher. Etwa 170 Millionen Menschen weltweit sind infiziert. Und bei Konsumenten von intravenös verabreichter Drogen ist es je nach Population bis zu 60-90% infiziert. Nach der ersten Infektion, die wie gesagt subklinisch verläuft, also ja, da kriegt man vielleicht nach ein paar Wochen, nach der ersten Inkubationszeit, so Symptome wie bei einem grippalen Infekt und das wird vielleicht wahrgenommen, aber eben keiner geht deswegen oder kaum jemand geht deswegen zum Arzt. Und ohne Behandlung wird dann die Hepatitis bei circa 60-70% der Patienten chronisch. Gibt auch natürlich welche, bei denen heilt es dann spontan aus. Das sind eben die restlichen Prozentzahlen. Die chronische Hepatitis führt dann bei 20-25% der Patienten nach etwa 20 Jahren oder nach bis zu 20 Jahren auch zur Zirrhose der Leber. Und auch das Risiko für Leberkrebs bei chronischer Hepatitis C ist erhöht. Übermäßiger Alkoholkonsum ist generell eine Hauptursache für Lebererkrankungen in den westlichen Ländern. Man schätzt, dass es fast 6% aller Todesfälle weltweit durch übermäßigen Alkohol zustande kommen. Es ist die häufigste Lebererkrankung und führt zu chronischen Leberschäden. Es gibt dabei 3 Formen, die sich aber überschneiden. Als Steatose wird eine krankhafte Verfettung genannt. Das ist hier oben. Ja, die Verfettung der Parenchymzellen, bei der das Fett ist richtig mikroskopisch im Zytoplasma sichtbar. Ihr seht hier diese vielen hellen Tropfen, das sind die Fetttropfen in den Zellen. Genau. Man kann sich gut vorstellen, dass also diese Hepatozyten einfach nicht mehr ihren eigentlichen Job erfüllen können. Eine Steatohepatitis ist entsprechend eine Entzündung der Fettleber. Also wenn eben nicht nur eine Verfettung vorliegt, sondern auch noch Immunzellen vorhanden sind. Immunzellen erkennen wir dann wieder als hier Zellen mit wenig Zytoplasma. Die Steatofibrose ist die Fibrose der Fettleber und die Fibrose führt dann zur Zirrhose. Schon etwa 6 Biere, die enthalten ungefähr 80 Gramm Alkohol insgesamt. Und wenn man so 6 Biere über ein oder mehrere Tage konsumiert, dann führt das zu einer kurzfristigen, leichten und natürlich auch reversiblen Lebersteatose. Aber das macht sich schon bemerkbar, mikroskopisch. Ja? Bei häufigerem oder gar täglichem Alkoholkonsum, man geht dann so von 80 Gramm täglich aus, dann steigt das Risiko für schwere Leberschäden signifikant. Allerdings entwickeln dann nur etwa 10-15% der Alkoholiker eine Leberzirrhose. Insofern spielen hier, wie so oft natürlich, mehrere Faktoren zusammen. Dazu gehört auch zum Beispiel das Geschlecht und genetische Unterschiede und eben auch gleichzeitig auftretende andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die viralen Hepatiden, die wir ja eben schon hatten. Die Entstehung der alkoholischen Lebererkrankung hängt mit der Verstoffwechselung des Alkohols in der Leber zusammen. Durch den Alkoholabbau entstehen nämlich Stoffe, die die Redoxbalance in den Hepatozyten verändern und damit den Lipidstoffwechsel so verändern, dass die intrazelluläre Fettansammlung begünstigt werden. Also die alkoholische Fettleber. Dann gibt es aber auch noch die nicht-alkoholische Fettleber. Die häufigste metabolische Erkrankung der Leber ist die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung oder englisch Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, kurz NAFLD. NAFLD umfasst einerseits die nicht-alkoholische Fettleber, NAFL, und die nicht-alkoholische Steatohepatitis,
NASH, NASH. Genau, hier seht ihr ein 3D-Modell einer Fettleber und ihr seht diese Fettleberablagerung. Die Leber ist dann nicht mehr so schön glänzend glatt, wie sie sonst sichtbar ist, sondern eben ganz rau. Und die nicht-alkoholische Fettleber ist im Grunde nicht so wirklich anders als die alkoholbedingte Fettleber, nur dass sie eben nicht durch den erhöhten Alkoholkonsum bedingt ist. Die nicht-alkoholische Fettleber geht mit dem metabolischen Syndrom einher, nämlich Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 und Hyperlipidämie. Die genauen Mechanismen der Entstehung sind nicht geklärt, aber es hat was damit zu tun, dass die Lipidaufnahme und Lipidogenese nicht mehr ausreicht, um die Triglyceride zu entfernen, sodass es dann eben zur Akkumulation, also Ansammlung der Lipide in den Hepatozyten kommt. Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung kann alle histologischen Veränderungen aufweisen, die mit einer alkoholischen Lebererkrankung einhergeht, also Steatose, Steatohepatitis und Steatofibrose, die hatten wir in der Slide vorher. Es gibt auch leider schon pädiatrische NAFLD, da die Adipositas-Epidemie eben auch schon Kinder betrifft. Die verschiedenen Formen haben andere Prognosen. Bei der reinen Fettleber hier drüben, circa 80% der Fälle, ist kaum ein Zusammenhang mit der Zirrhose und dann auch kein erhöhtes Risiko für weitere Erkrankungen erkennbar. Aber hier bei der NASH ist das anders. Und wie so oft führt hier eben die chronische Entzündung zur Fibrose und damit ist dann auch das Krebsrisiko erhöht. Das waren die Ursachen der Zirrhose und jetzt schauen wir uns die Folgen der Zirrhose an. Der Ikterus oder auch Gelbsucht ist eine Gelbfärbung der Haut, der Schleimhäute und der inneren Organe infolge von Übertritt von Bilirubin aus dem Blut ins Gewebe. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, Bilirubin ist das Abbauprodukt des Hämoglobins, der roten Blutkörperchen, und die Hepatozyten bauen das ab. Wenn wir jetzt also nicht mehr genug Hepatozyten haben durch die Fibrose und Zirrhose, dann ist zu viel Bilirubin im Blut und das kann dann ins Gewebe übertreten. Das ist dann gut sichtbar in den Augen zum Beispiel, die erscheinen dann so gelb. Witzigerweise gibt es auch einen physiologischen Ikterus oder eine physiologische Gelbsucht. Das ist nämlich beim Neugeborenen der Fall. Beim Neugeborenen ist ein kurzzeitiger Ikterus normal, weil das Neugeborene muss noch umschalten vom fetalen Hämoglobin auf das adulte Hämoglobin. Das fetale Hämoglobin hat eine andere Sauerstoffaffinität. Das ist wichtig, damit der Sauerstoff vom maternalen Blut auf das fetale Blut übergehen kann. Genau, und wenn die Kinder geboren sind, müssen sie auf das adulte Hämoglobin umschalten. Und deswegen werden dann die mit fetalen Hämoglobin beladenen Erythrozyten abgebaut und durch neue Erythrozyten ersetzt. Das Bilirubin war dann ja ein Abbauprodukt des Hämoglobins und entsteht deswegen dann vermehrt. Und außerdem hinzu kommt, dass eines der wichtigsten Enzyme für den Bilirubinabbau beim Neugeborenen nicht ausreichend vorhanden ist. Und es erreicht dann erst die Expressionslevel des Erwachsenen nach so etwa 2 bis 3 Monaten. Zusammen ergeben diese beiden Effekte, dass es ganz normal ist, dass Kinder so ein paar Tage nach der Geburt eine leichte Gelbsucht bekommen. Man nennt das auch eben die physiologische Gelbsucht. Bei massiv erhöhten Bilirubinwerten, also wenn es doch schlimmer wird eben, besteht aber eben auch die Gefahr, dass es hier zu Schäden kommt. Und daher werden dann die Kinder unter blaues Licht gelegt und das blaue Licht hilft, dass das Bilirubin in der Haut umgewandelt wird in die wasserlösliche Form und dann unschädlich gemacht wird. Genau, und hier ist ein Bild von so einem Neugeborenen in so einer blauen Lichtkammer. Eine weitere Folge der Leberschädigung ist die Cholestase. Durch die Schädigung der Leber, eben bei Virushepatitis, Leberzirrhose
und aber auch beim Karzinom kann es dann zum Stau der Gallenflüssigkeit innerhalb der Gallengänge kommen. Das nennt man Cholestase, also ein Stau in den Gallengängen. Die Symptome sind dann Ikterus, Übelkeit und Erbrechen. Und bei der Therapie muss man schauen, was die Ursachen sind und die dann beseitigen. Wie kann man sich das vorstellen? Also das seht ihr hier oben in der Zeichnung. Da seht ihr in der Zeichnung hier oben und hier seht ihr die Histologien. Genau. Die Hepatozyten sind dann vergrößert und haben erweiterte Canaliculi. Genau. Apoptotische Zellen, apoptotische Zellen können auch sichtbar sein und die Kupferzellen enthalten dann auch Gallenpigmente. Und in der Histologie seht ihr hier auch die Gallenpigmente dann in den Leberzellen, in den Hepatozyten. Genau, hier unten, da in Braun, ist dann auch so ein Gallenpfropf gezeigt, der dann hier in der Histologie gefärbt ist, wo eben es zu einem Verschluss eines Canaliculus gekommen ist. Eine sehr dramatische Folge der Leberzirrhose ist dann das Leberversagen. Das kommt anfänglich erstmal über die Erhöhung des Blutdruckes der Pfortader. Und dadurch, dass dann die Pfortader, das Blut kommt nicht mehr rein in die Leber, dadurch wird der Druck in der Pfortader erhöht und es kommt dann durch die Ausbildung eines Umgehungskreislaufs. Also das Blut sucht sich sozusagen dann erstmal andere Wege und dabei geht das Blut dann in oberflächliche Venen, die dann vergrößert sind und die erscheinen dann zum Beispiel so als oberflächliche Venen, die nennt man dann Varizen. Und die treten zum Beispiel auf hier, wo ich eben schon drauf gezeigt habe, hier in der Bauchwand. Die heißen dann als Bauchwandvarizen oder auch Caput Medusae. Die sehen ziemlich gruselig aus. Also Medusa war ja so dieser Schlangenkopf. Und die sehen ziemlich gruselig aus, also geschlängelte Venen, die unter der Bauchwand sichtbar sind. Genau, es kommt aber eben auch zu den Ösophagusvarizen und den Fundusvarizen und auch zu anorektalen Varizen. Ösophagus, hier Speiseröhre, Fundus am Magen und anorektal am Anus rectum. Genau. Und da kann es dann eben leider auch zu Blutungen kommen und Blutungen im Bauchraum, kann man sich ja vorstellen, ist schwierig. Genau. Eine weitere wichtige Folge von diesem Pfortaderdruck ist dann die Aszites, also der Ausdruck von Lymphe in den Bauchraum. Das kommt unter anderem dann zustande, wenn die Leber nicht genug von diesen Blutproteinen produziert. Wir hatten es vorhin, hier ist es wichtig, Albumin und Globuline werden produziert. Albumin ist das Protein mit der höchsten Konzentration im Blut und sorgt für den kolloidosmotischen Druck des Blutplasmas. Wenn es hier dann also zum Absinken des osmotischen Druckes kommt, dann wird eben die Flüssigkeit nicht mehr in den Gefäßen gehalten und es kommt zum Austritt von Lymphe in den Bauchraum. Genau, das ist eben recht dramatisch, wenn dann hier im Bauchraum die Lymphe angesammelt wird, das heißt dann Aszites. Der Rückstau im Pfortaderkreislauf führt dann auch hier zu einer Vergrößerung der Milz, nennt man dann Splenomegalie, also eine Vergrößerung der Milz. Besonders gefährlich ist dann aber auch die hepatische Enzephalie. Die entsteht, weil Gifte, zum Beispiel der toxische Ammoniak, über das Blut dann ins Gehirn gelangen kann. Und die Enzephalie kann bis zum Hirnödem und zum Koma führen. Hinzu kann dann auch noch kommen, dass die Lunge mit einbezogen wird. Auch das entsteht über einen recht komplexen Zusammenhang, also der fehlende Abbau von Toxinen, was dann wiederum zur Veränderung in der Lunge führt, nämlich da dann
Ja, das sind nochmal andere, vielleicht erkläre ich das in dem Lungenvideo, was ich auch noch machen will. Genau, jedenfalls nennt man diese Syndrome dann dort das hepatopulmonale Syndrom und das die portopulmonale Hypertonie. Genau, und ist dann Einbeziehung der Lunge und dann kann es eben zum Multiorganversagen kommen. Was dann wirklich dramatisch ist, ne? Das führt dann zum Tod. Genau. Jetzt sind wir beim Leberkrebs. Das steht nicht direkt im Zusammenhang mit der Zirrhose, ist aber sehr, sehr wichtig. Das hepatozelluläre Karzinom, das ist die häufigste Form des Leberkrebs. Es gibt auch noch das Cholangiokarzinom und andere, aber wir besprechen jetzt hier mal einfach das hepatozelluläre Karzinom, weil es das Wichtigste ist in den verschiedenen Karzinomformen. Genau, es ist recht häufig, gemessen an der Zahl der neuen Fälle weltweit, steht es mit etwa 900.000 Fällen an Platz 6. Warte mal, hier, genau, hier an Platz 6. Ja. Ganz vorne steht Brust, Lunge, kolorektal und so weiter. Leber also an Platz 6. Da es aber oft zu spät erkannt wird, wir erinnern uns, es gab kein Schmerzempfinden, ja, weil es also so spät erkannt wird, ist hier die Prognose nicht sehr gut. Was man dann auch daran erkennt, dass wenn man sich die Todesfälle anschaut, hier sind also die Todesfälle, dann ist Leberkrebs hier aufgerückt auf Platz 3 mit weltweit 830.000 Todesfällen. Ihr seht also, dass hier der Unterschied zwischen den neuen Fällen und den Todesfällen beeindruckend gering ist. Das ist ganz anders als bei Brustkrebs zum Beispiel. Das liegt, wie gesagt, daran, dass der Leberkrebs erst sehr spät erkannt wird, weil es eben erst spät zu Symptomen kommt. Die sind dann zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit und später kommt dann erst so ein Druckschmerz im rechten Oberbauch dazu. Die Entstehung des hepatozellulären Karzinoms wird begünstigt durch chronische Vorerkrankungen und jährlich erkranken etwa 5% der Zirrhose-Patienten. Eine Virushepatitis erhöht dann auch das Risiko, vor allem wenn es mit der Zirrhose kombiniert ist. Und es gibt noch die Hämatochromatose und auch Missbrauch von Androgenen erhöht das Leberkrebsrisiko. Die Hämatochromatose ist eine Krankheit, bei der es zu vermehrter Ablagerung von Eisen kommt und die Androgene werden zum Beispiel bei manchen Bodybuildern eingesetzt, um die Muskelmasse aufzubauen und das erhöht eben das Risiko für Leberkrebs. So, hier seht ihr eine Leber, die in einer Autopsie entfernt wurde. Genau, hier oben seht ihr eine Leber, die in einer Autopsie entfernt wurde, die mit einem einzelnen großen Tumor, der einen Großteil des rechten Leberlappens einnimmt. Der rechte war der größte Leberlappen, ihr erinnert euch, das war der erste, den wir gezeichnet hatten. In der Histologie sehen wir dann hier, dass die Gewebsstruktur wirklich verändert ist. Es gibt hier so große, fehlgeformte Galle-Canaliculi, die sind viel zu groß. Und in der Histologie unterscheidet man zwischen dem unifokalen, multifokalen und diffusen hepatozellulären Karzinomen, also ein großer Fokus, mehrere oder viele kleine. Die Therapie ist schwierig. Es muss hier abgewogen werden, ob der Tumor operativ entfernt werden kann. Dann sollte mindestens 30% des gesunden Gewebes zurückbleiben. Was halt auch gerade schwierig sein kann, wenn die Zirrhose vorliegt. Ja? Und da muss eben abgewogen werden, ob vielleicht gleich eine Transplantation notwendig ist. Bei der Transplantation ist dann die Rezidivrate, also die Rückfallrate am geringsten. Klar, weil man kriegt ja eine komplette neue Leber. Unterstützend oder auch palliativ können dann auch lokale Verfahren eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Radiofrequenzablation oder Strahlentherapie und natürlich wird auch Antikörpertherapie eingesetzt.
Aber diese klassische Chemotherapie, also diese klassischen Zytostatika, die funktionieren leider beim hepatozellulären Karzinom nicht so gut. Das spricht er nicht so gut drauf an. Die Leber ist auch der häufigste Ort für Metastasen aus dem Darm, der Lunge und der Brust. Das liegt am Blutfluss und das hängt natürlich eben mit der Funktion der Leber zusammen, weil da eben das Blut durch diese feinen Kanälchen durchgeht. Da kann man sich gut vorstellen, dass da so metastasierende Krebszellen wunderbar dran hängen bleiben. Genau, und deswegen ist, genau, und auch weil der Darmkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs extrem häufig sind, wir haben es vorhin in dieser Grafik gesehen, ist die Leber einfach insgesamt ein extrem häufiger Ort für Metastasen. Wir fassen unsere Key Concepts zusammen. Die Fibrose ist der Ersatz von Parenchym durch Bindegewebe mit dem Erhalt der Architektur. Bei der Zirrhose ist die Architektur zerstört, die Leber schrumpft. Die virale Hepatitis wird durch verschiedene Viren ausgelöst und besonders wichtig sind hier Hepatitis B und C, weil sie eben die chronischen Hepatiden auslösen können. Alkoholische Fettleber und nicht-alkoholische Fettlebererkrankungen, NAFLD, verursachen auch Zirrhose. Der Ikteris ist eine gelbliche Verfärbung der Haut durch nicht abgebautes Bilirubin. Bei Neugeborenen ist das ca. 2 bis 3 Tage nach der Geburt normal. Ansonsten eben ist so ein Ikterus ein klares Anzeichen für eine Leberstörung. Störung der Blutzirkulation in der Leber führt dann zu diesem Fortaderhochdruck und damit eben dann zum Leberversagen mit hepatischer Enzephalopathie, den Varizen, Aszites und Splenomegalie. Und in schweren Fällen wird es dann eben auch noch Einbeziehung der Lunge und möglichen Multiorganversagen. Die Cholestasis ist ein Stau von Gallenflüssigkeit und das hepatozelluläre Karzinom ist häufig und wird oft spät erkannt. Und die Leber ist auch ein sehr häufiger Ort für Metastasenbildung. Damit sind wir beim 4. Teil, den Therapien. Wir sprechen hier einmal kurz über die Leberunterstützungssysteme und die Zelltherapien. Wir hatten vorhin ja das Leberversagen. Dabei war aus irgendeinem Grund, zum Beispiel wenn die Zirrhose so stark fortgeschritten war, dass das Blut nicht gut in die Leber fließen kann, sondern sich quasi davor staut, der Pfortaderdruck stark erhöht. Und die Folgen waren Varizen, Aszites, Splenomegalie und die Enzephalopathie. Dann noch Lungen mit einbezogen und dann haben wir ein Multiorganversagen. Ist also wirklich ernsthaft. Da Toxine hier das Hauptproblem sind, wird bei der Therapie auf externe Entgiftung gesetzt. Dabei wird das Blut umgeleitet in einen Zellreaktor als Überbrückung zur Entgiftung. Das sind künstliche oder biokünstliche Systeme, die bis zu einem gewissen Grad einige Leberfunktionen übernehmen können und einem Patienten eine gewisse Zeit schenken können. Vielleicht bis sich die Leberfunktion dann regeneriert hat oder bis sich ein Transplantat, die Möglichkeit für eine Transplantation eröffnet hat. Die Leber ist eines der am häufigsten transplantierten Organe. Hier am häufigsten ist die Niere, die Leber ist das zweithäufigste. Das sind die Zahlen der Transplantationen in Deutschland über die Jahre. Nur leider stehen eben leider immer mehr Menschen auf der Liste der Empfänger als auf der Liste der Spender. In Deutschland sind es etwa 1400 bis 1500 Menschen pro Jahr, die für eine Transplantation angemeldet werden und circa, hier schwankt ein bisschen, aber so etwa 700 bis 800 Patienten erhalten jedes Jahr eine Spende. Daher ist das mit dieser Transplantation eben nicht so einfach. Diese Überbrückungssysteme, ja, also so ein externes Entgiftungssystem, sollte einerseits die Entgiftungsfunktion der Leber ersetzen, aber am besten zusätzlich auch noch die Synthese- und Stoffwechselfunktion der Leber zumindest teilweise ersetzen können. Das wäre ideal.
Wir unterscheiden dabei jetzt zwischen biologisch-künstlichen und künstlichen Systemen und ich erzähle euch jeweils ein Beispiel. Die biologischen Systeme benutzen Zellen, also zum Beispiel, also ist immer die Frage, wo kriegt man eben die Zellen her? Eben zum Beispiel Schweinehepatozyten oder Zelllinien. Ja, also ja. Ein Problem dabei ist aber eben, dass extrem viele Zellen benötigt werden. Das macht das Ganze sehr teuer und kompliziert. Außerdem gibt es dann Risiken wie Tumormigration oder mögliche Infektionen. Also dass zum Beispiel irgendwelche Viren vom Schwein dann ins Blut übergehen können oder so. Also das muss eben sehr gut kontrolliert werden und wird dadurch eben sehr teuer. Genau, aber die Idee im Prinzip, dass echte Zellen die Funktionen ersetzen könnten und damit eben auch die Abbaufunktion, aber auch die Synthesefunktion ersetzen könnten, die ist extrem attraktiv. Ein System, hier gezeigt, war in der klinischen Erprobung und es hieß ELAD. Erstaunlicherweise war aber jetzt das in diesem System gar nicht so erfolgreich wie erst gedacht, denn das Gesamtüberleben der Patienten wurde hier nicht wirklich beeinflusst. Aber die Idee bleibt, und vielleicht gibt es in der Zukunft bessere biologische Leberunterstützungssysteme. Also hier ist Raum für zukünftige Biotechnologen und zukünftige Entwicklungen. Künstliche Leberunterstützungssysteme setzen auf rein physikalisch-chemische Austauscher. Hier ist ein Beispiel, das MARS-System. Die Abkürzung steht da für Molecular Absorbent Recycling System. In diesem System sind 3 Kreisläufe hintereinander geschaltet. Hier drüben ist einmal das Gerät, wie es eben beim Patienten aussieht, und hier ist eine grafische Darstellung. Im ersten Kreislauf, hier drüben, in diesem ersten Kreislauf hier, im Primärkreislauf, da zirkuliert das Patientenblut. Im zweiten Kreislauf wird hier Albumin hinzugegeben. Und das Albumin wird ja sonst von der Leber produziert und wird hier eben extra dazugegeben. Denn das Albumin nimmt Giftstoffe aus dem Blut des Patienten auf und gibt diese dann in speziellen Absorbern wieder ab. Hier. Und hier im dritten Kreislauf, da wird dann noch eine Dialyse zur Elimination wasserlöslicher Toxine durchgeführt. Die dann wiederum noch weiter durch 2 weitere Adsorber gereinigte Albuminlösung kommt dann wieder in die Hämofilter des ersten Kreislaufs, wo es eben dann wieder das Patientenblut neu durchfließt. Dadurch, durch dieses Albuminrecycling werden dann Kosten gespart. Dieses System, das MARS-System, ist tatsächlich in der Klinik. Damit werden Menschen behandelt und die Behandlung wird entweder in 6 bis 8 Stunden täglich am Stück mit dann aber einer Pause durchgeführt oder auch kontinuierlich 24 Stunden dauerhaft. In der Zeit, in der dieses MARS-System eben dann teilweise ja nur die Funktion der Leber übernehmen kann, muss sich dann die Leber des Patienten erholen oder es muss ein Transplantat gefunden werden. Da liegt natürlich auch die Idee nahe, Zellen im Labor herzustellen, die man dann vielleicht für eine Transplantation verwenden kann. Diese grundsätzliche Idee nennt man Zelltherapie. Das ist keine Standardtherapie, sondern eben eine Idee, die in der Entwicklung ist. Die Idee hierbei ist, dass man entweder von einem Patienten selbst oder von einem Spender Zellen entnimmt, die dann in vitro vermehrt und wieder zurückgeben kann. Die Transplantation nennt man dann, also wenn es vom Patienten selbst kommt, eben autolog und von einem Spender allogen, also eigen versus fremd. Es gibt auch xenogene Transplantationen, das bedeutet, dass dann Material von einer anderen Spezies, zum Beispiel dem Schwein, verwendet wird. Wir bleiben hier jetzt aber mal bei den humanen Zellen.
Was nun also genau für Zellen? Woher nimmt man diese Zellen jetzt? Naja, das ist natürlich eines der großen Probleme bei der Idee, denn diese primären Hepatozyten, ja, also die Zellen, die wir haben wollen, unveränderte, nicht entartete, gesunde Hepatozyten, die sind natürlich in vitro total schwer kultivierbar. Vermehren kann man die heutzutage eigentlich kaum oder nicht wirklich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Seitenschlenker machen zu einem anderen Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Denn während ich hier halt gesucht habe nach aktuellen Ergebnissen zu Zelltherapien, da bin ich auch über andere Zelltherapien gekommen, das große Thema der ungeprüften Zelltherapien. Nämlich, wenn man im Internet nach Zelltherapien für die Leber sucht, findet man durchaus welche, die auch tatsächlich in Kliniken angeboten werden, vor allem in Ländern wie Pakistan, Indien etc. Dort werden dann mit wissenschaftlichen Publikationen dafür geworben, dass hier Stammzelltherapien durchgeführt werden können. Allerdings fehlen dann so typischerweise Details der Behandlungsmethode, wie die Herkunft oder die genaue Art der Zellen. Oft sollen es dann generell mesenchymale Stammzellen sein. Und es fehlt dann auch oft die Information zur Wirkungsweise und genaue Nachweise der Wirkungsweise und auch Hinweise auf potenzielle Nebenwirkungen. Aussagen von behandelten Patienten, die werden dann so eingeblendet oder gezeigt auf irgendwelchen schicken Abbildungen, die täuschen dann darüber hinweg, dass die Behandlung eben nicht den Standards der klinischen Prüfung einer zugelassenen Therapie genügt. Und der Leidensdruck der Patienten ist ja einfach so hoch, dass die notwendige Vorsicht gegenüber diesen Therapien vergessen wird. Über diesen Seitenschlenker der ungeprüften Stammzelltherapien, für die wirklich Vorsicht geboten ist, wieder zurück zu der Erprobung der Therapien, die noch nicht in der Anwendung erhältlich sind. Also, wir brauchen also die Zellen. Die Hepatozyten sind unheimlich schwer kultivierbar. Woher bekommt sie nun? Man entnimmt dann entweder dem Patienten oder einem Spender eine Zellprobe, ja, die nennt man Biopsie. Welcher Spender ist ja auch nochmal eine zweite Frage, welcher Spender da überhaupt in Frage kommt. Dabei ist wichtig, dass der kompatibel ist, immunologisch kompatibel. Und die Mechanismen der Kompatibilität besprechen wir in der Vorlesung zum Thema Immunologie. So, aus dieser Zellprobe, unserer Biopsie, können dann in vitro Zellen vermehrt werden. Jetzt können zum einen somatische Zellen hier in induzierte pluripotente Zellen reprogrammiert werden. Die nennt man iPSCs. In der Vorlesung zum Thema Stammzellen besprechen wir noch genau, wie das geht. Um iPSCs zu bekommen, ist eigentlich egal, woher diese Biopsie, also die ursprünglichen Zellen, kommen. Man kann zum Beispiel eine Hautprobe nehmen oder auch einfach Zellen aus dem Blut oder sogar auch Zellen aus dem Urin gewinnen. Die iPSCs, die können dann wiederum zu Leberzellen differenziert werden. Wenn aber die Biopsie aus einer Leber gewonnen wird, dann sind hier auch Vorläuferzellen und auch sehr seltene adulte Stammzellen enthalten, die auch in vitro dann expandiert werden können. Das geht in Form der Organoide. Organoide besprechen wir auch in der Vorlesung Stammzellen und kommt auch vor in den Vorlesungen Magen oder Darm. Ich zeige euch gleich auch noch mal ein paar Bilder von diesen Leberorganoiden. Vom Prinzip an kann man jedenfalls sagen, man kann hier die Vorläuferzellen und Stammzellen expandieren in Form von Organoiden. Die vermehrten Zellen kann man dann wieder transplantieren, also zurückbringen in die Leber. Jetzt kann man sich natürlich auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten ausdenken, wie so eine Transplantation möglichst gut funktionieren könnte. Und die sind alle in der Erprobung an verschiedenen Organen, nicht alle unbedingt an der Leber, aber die Grundprinzipien sind ja die gleichen. Man kann dabei die Zellen entweder direkt als reine Zellen
oder auch als Zellverbände transplantieren, also vereinzelte Zellen oder Zellverbände. Man kann sie auch auf eine natürliche Matrix geben oder gar auf Gewebe, was vorher dezellularisiert wurde und dann eben mit den neu gewonnenen Zellen hier rezellularisiert wird. Man kann auch eine synthetische Matrix verwenden oder sogar 3D-gedruckte Transplantate einsetzen. Die Herausforderung ist hierbei natürlich, die Zellen so zu verarbeiten, dass sie dann nach der Transplantation möglichst gut ihre Funktion erfüllen. Und dafür sind noch viele Experimente notwendig. Also das ist wirklich noch im Entwicklungsstadium. Wie sehen nun die Leberorganoide aus? Nun, hier gibt es mehrere Ansätze und das ist eben auch Gegenstand aktueller Forschung. Hier sind Organoide aus Cholangiozyten. Ja, nehme ich mal wieder hier den Pointer. Das sind die Organoide aus Cholangiozyten und das hier sind 3D, ja, die werden auch Organoide genannt, aber na, okay, es steht auf meinem Blatt, diskutiere ich jetzt nicht. Jedenfalls sind 3D-Zellkulturen aus Hepatozyten. Genau, die aus Hepatozyten sind hier sogar ein Film, damit man mal so sehen kann, wie sich da die Zellen in einem Organoid vermehren. Wer genau hinguckt, sieht hier unten rechts den Zeitablauf in Sekunden. Und wenn ich richtig gerechnet habe, müsste der ganze Film so etwa 3 Tage im Zeitraffer zeigen. Die Größe ist hier unten rechts, da mit 50 Mikrometer, da also dieser kleine Strich da unten ist 50 Mikrometer. Wir haben hier also so vielleicht so schätzungsweise 100 Zellen oder so, sage ich einfach mal vom Draufgucken, ohne die gezählt zu haben. Das heißt jedenfalls, in diesen 3D-Zellkulturen können sich Hepatozyten zumindest expandieren lassen. Achtung! Bemerke, gerade eben habe ich erzählt, Hepatozyten lassen sich eben nicht vermehren. Das hier ist neu. In dieser Form lassen sie sich vermehren, was schon mal eine Wahnsinnserrungenschaft ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Hepatozyten an sich Stammzellen sind, denn sie vermehren ja nur sich selbst. Hatten wir vorhin auch schon. So, diese zweite Kultur hier, die entsteht aus den Cholangiozyten. Das waren die Zellen, die die Gallengänge auskleiden. Und diese aus den Cholangiozyten, die expandieren sehr, sehr gut und können auch dauerhaft expandiert werden. Und hier in diesen Färbungen hier unten, in beiden Färbungen, ist das Protein Albumin gefärbt. Hier in grün und man sieht, dass bei den Hepatozyten natürlich viele Zellen grün sind, weil das sind Hepatozyten, das sind ja 3D-Zellkulturen aus Hepatozyten. Fast alle Zellen produzieren hier Albumin. Aber erstaunlich ist, dass in diesen Zellkulturen, die aus Cholangiozyten, also Gallengängen entstehen, dass dort eben auch sich Hepatozyten durch eine Albuminfärbung nachweisen lassen. Diese Zellen sind also mindestens bipotente Vorläuferzellen. Sie produzieren Cholangiozyten und Hepatozyten. So, da man gesehen hat, dass sie nach Transplantation auch sich selbst regenerieren, sind sie dann per Definition Stammzellen, denn Stammzellen sind durch 2 Eigenschaften definiert: Selbsterneuerung und Potenz. Mehr dazu in der Vorlesung Stammzellen. So, damit haben wir hier also eine 3D-Zellkultur aus Hepatozyten und hier ein Organoid der Cholangiozyten. Und auch hier aus den iPS-Zellen, also aus den pluripotenten Stammzellen, können Organoide von Cholangiozyten hergestellt werden. In diesem Bild hier ist gezeigt, wie diese Organoide nicht nur diese kleinen Hohlkugeln bilden, die wir auch bei den anderen Organoiden gesehen haben, sondern auch so verzweigte Kanäle. So, jetzt können wir zumindest die Zellen machen, ist schon mal total super. Aber die große Frage ist, wie bekommt man die in vitro erzeugten Zellen dann in das Organ in vivo? Im Experiment werden die Zellen dann auch bei Tieren in die Portalvene injiziert, vor allem bei Mäusen, und so transplantiert. Die Experimente zeige ich hier nicht. Ich zeige euch ein sehr cooles Experiment, was
2021 in Science publiziert wurde. Und in dem hier gezeigten Experiment versuchten die Forscher nun eine menschliche Leber zu transplantieren. Und hierbei zeigte sich, dass die Zellen aus den Cholangiozyt abgeleiteten Organoiden bis zu 85% des zerstörten Gewebes, also der Cholangiozyten, regenerieren können. Diese Studie fokussierte sich dabei auf die Produktion der Galle und konnte hier zeigen, dass, wenn die Zellen transplantiert werden, tatsächlich mehr Galle produziert werden kann. Genau. Um die Cholangiozyten experimentell zu transplantieren, wurden dann erst einmal menschliche Spenderleben, also die waren nicht mehr im Körper des Menschen, sondern die waren gespendete Lebern. Ja, die waren dann nach der Entnahme der Organspende, also außerhalb des Körpers, ex vivo, die wurden dann im Labor mit den Zellen aus den Organoiden durchströmt. Und je nach der Empfängerleber konnten dabei 40-85% der Gallengänge der Leber regeneriert werden. Und das war eben hier messbar bei der Menge der Galle, die produziert wurde, und auch im pH-Wert der Galle, die in dieser Leber dann produziert wurde. Interessanterweise hat das nicht so gut funktioniert, wenn primäre isolierte Cholangiozyten verwendet wurden. Also Zellen, die direkt aus einem Gewebe isoliert wurden. Und in diesem Fall hat man dafür die Zellen der Gallenblase verwendet, wo natürlich auch Cholangiozyten vorhanden sind. Also wenn ich Zellen aus der Gallenblase nehme, kriege ich nicht dieses Ergebnis. Wenn ich aber Zellen nehme, die aus in Organoiden vermehrt wurden, dann erhalte ich dieses Ergebnis. Also irgendetwas passiert mit den Cholangiozyten in der Zeit, in der sie als Organoide vermehrt werden. Und es scheint, dass hier die Organoide besonders schonend die Zellen auf eine Transplantation vorbereiten. Aber es kann auch sein, dass vielleicht auch die Zellen in einen besonderen regenerativen Zustand versetzt werden, wie andere Forscher vermuten. So, das fassen wir hier nochmal in einem Filmchen zusammen. Dieser Film zeigt also, wie man sich so eine Leberstammzelltransplantation vorstellt. Hier im rechten Oberbauch sehen wir dann auch die Leber. Und natürlich, sie ist krank, denn sonst bräuchten wir ja keine Transplantation. Wir entnehmen dann einer gesunden Leber eine Biopsie. Und in dieser Biopsie sehen wir wunderschöne Leberlobuli, hier einen Leberlobulus mit Portalvene, Leberarterie und Gallengang, so wie wir es vorhin auch gezeichnet haben. Wir zoomen rein und sehen hier die Sinusoide in Rot und die Gallengänge in Grün. Dazwischen sind dann die Hepatozyten. Wir geben jetzt Trypsin hinzu, damit die Zell-Zell-Kontakte und die Zellmatrix-Kontakte gelöst werden, und dadurch können wir dann die Zellen isolieren, also rauswaschen. Wir konzentrieren uns hier jetzt auf die Zellen der Gallengänge und alle anderen verschwinden auf magische Weise. Die werden also isoliert. Die Cholangiozyten sind das, ne? Die Zellen der Gallengänge in Grün hier. Diese Zellen geben wir dann in vitro in die Kulturbedingungen, in denen sie proliferieren können und Organoide bilden. Diese Organoide sind quasi diese Hohlkörper aus vielen, vielen Zellen. Dabei sind es Cholangiozyten und Vorläuferzellen. Und dann kann man sie wieder, so ein Organoid wieder aufbrechen, in viele einzelne Zellen vereinzeln, und jedes einzelne Bruchstück aus wenigen Zellen bildet dann wieder neue Organoide. Und wenn so die Zellen vermehrt wurden, können sie dann in die Leber zurücktransplantiert werden und sich dort wieder ansiedeln. So ist die grafische Idee, ja, wie es einmal sein kann, aber ganz deutlich, das ist bisher noch nicht im Menschen angewendet und soll dann in der Zukunft irgendwann einmal funktionieren. Ja, hier sieht man dann noch, wie diese Zellen in die Leber reinkommen und sich dann dort vermehren und das Gewebe so Stück für Stück ersetzen. Genau. Das ist noch nicht in der Klinik erprobt, sondern bisher im Tiermodell und in der Leber in der Leber außerhalb des Körpers, also ex vivo. So, damit fassen wir dann nochmal die ganze Vorlesung zusammen.
Die Leber ist ein lebenswichtiges Organ mit den Hauptfunktionen Synthese, Speicherung und Entgiftung. In vivo kann sich die Leber sehr gut regenerieren. In vitro mit den Hepatozyten ist das so eine Sache. Die Schädigung führt über die Fibrose zur Zirrhose. Die wird oft verursacht durch Alkoholbelastung, metabolisches Syndrom und virale Infektionen. Therapiemöglichkeiten bei Leberversagen sind sehr beschränkt. Gut funktioniert die Transplantation, es gibt aber zu wenig Transplantationsmaterial und deswegen werden Überbrückungssysteme eingesetzt. Aktuelle Weiterentwicklungen basieren dann auf den Technologien der Stammzellbiologie und versuchen Zelltherapien für die Transplantation zu entwickeln. Damit bedanke ich mich bei euch für das Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis bald.